Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Traits of Codes Stil 2. Wir befinden uns im wunderschönen und idyllischen Kellig, wo wir beim letzten Mal angekommen sind, nachdem es uns gelungen ist, Fiona, die Schwester von Elliot, zu befreien. Und nachdem die Imperial Army hier die Provincial Army quasi abgelöst hat und jetzt einerseits für ein bisschen Ruhe gesorgt hat, weil die alle ein bisschen umgänglicher sind als ihre Vorgänger. Auf der anderen Seite jetzt natürlich keiner so genau weiß, wie es hier so weitergeht und alles und überhaupt. Wir haben beim letzten Mal auch angefangen, die ersten Bonding Points zu verteilen und machen damit heute munter weiter. Allerdings bekommt Anton nochmal kurz die Bühne, denn mit dem habe ich beim letzten Mal noch nicht gesprochen. I went all the way to Guerrilla Fortress and still couldn't find any clues. Where are you, Ricky? I'm not giving up on you, Ricky. You're my one and only best friend and I'm gonna find you. Ich hoffe, wir können da irgendwann mal behilflich sein. Also ich will nicht, dass Anton hier traurig aus Teil 2 rausgeht, aber wir werden sehen. Irgendwann, so 200 Parts später oder so. So, ich würde mal sagen, wir fangen mit Vieh an, einfach weil sie jetzt hier oben gerade hockt. Nee, sitzt. Sie hockt nicht, sie sitzt. Bist du traurig wegen irgendwas, Vieh? Das sieht so ein bisschen danach aus. Hallo, Vieh? Ach, sie schläft. Okay, nee, dann habe ich nichts gesagt. Alles wie immer. I should have guessed she'd be asleep. Odd place for a nap, Vieh. Auch das ist typisch für sie, würde ich sagen. Now that I think about it, this was about where those Jägers showed up last time. Maybe the worry that they might show up again tired her out. I hope she doesn't catch a cold sleeping here. Dann bring ihr eine Decke. Spend time with Vieh, aber sie schläft doch. Willst du sie jetzt wachrütteln oder was? Wir werden sehen. I don't want to leave her here, but I don't want to wake her up either. Maybe, Entschuldigung, I can carry her to a bed without waking her up. Hast es ja nicht weit, das Zimmer nebenan ist ja frei. Up we go. War das nicht sogar das Zimmer, wo wir anfangs übernachtet haben? Bei unserer ersten Field Study? Oh, das ist aber auch ein seltener Anblick, dass die beiden sich so in Anführungsstrichen nahe kommen. Mal gucken, wie sie reagiert, wenn sie das feststellt. I'm surprised at how light she is. I hope she's eating well enough. We might be in the middle of a war, but someone her age still needs to eat and sleep well. She's still growing. Not that she's ever had an issue with sleep. Vielleicht hat sie einfach einen guten Stoffwechsel. Ich meine, ihr seid ja viel miteinander, beieinander. Eigentlich müsstest du ja sehen, was sie den lieben langen Tag so zu sich nimmt, oder? Wenn ihr auf Reisen seid. She's actually built pretty well for how young she is. Was meinst du denn damit? Wahrscheinlich, dass sie irgendwie sportlich wirkt, oder was? Für mich hat sie für jemanden in ihrem Alter einen ganz normalen Körper. Vielleicht ein bisschen trainierter als sonst. It's like her muscles have developed specifically for the purpose of being useful on the battlefield. Das merkst du anhand dessen, dass du sie trägst. Okay. Just holding her like this tells me a lot about the life she's led until now. Als würde Reen gerade auf all meine Fragen antworten. Reen? Sorry, did I wake you up? It's fine. What are you doing, though? You were napping in the hallway, so I figured it would be best to let you sleep on an actual bed. So you were taking me to bed then? Let's not say things that could wind up labeling me as a criminal. Das wäre nicht das erste Mal, ne? What's up? Nothing much. I had a dream about what happened 10 years ago. Back when the boss first took me into Zephyr. Ah, I see. Might have been 'cause you were carrying me. I wish I could see him again. I know, Fee. Ja, und jetzt liegt sie plötzlich wieder in seinen Arm. Okay. Und da schläft sie auch schon wieder. Looks like she was only half awake. Has she started seeing Zephyr's leader in me, though? It's true that we've essentially become Fee's new family at this point, but even then, we can't replace Zephyr for you, you know. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie klar. Guess there's no need to bring it up. She'll probably have forgotten all about this once she's awake. Schon ein bisschen gruselig, ne? Vieh ist, wenn sie nicht gerade schläft, halt so ein super aufmerksamer Mensch mit so sehr sensiblen Sensoren für Dinge, die sich einem zum Beispiel nähern.
Aber wenn sie schläft, dann schläft sie ja scheinbar richtig, ne? Ihr ist ja am Anfang nicht mehr aufgefallen, dass Rin sie angehoben hat. There we go. I'll come wake her up when it's time for us all to meet up. Ist die Szene jetzt schon zu Ende mit ihr? Die war aber kurz, oder? Oder ist einfach nur die Zeit schnell vergangen? Ich habe das Gefühl, dass die Bonding-Events normalerweise ein bisschen länger dauern. Dass die hier eher unterdurchschnittlich lang war. She's out like a light. I'll have to wake her before we head off. Aber das passiert dann automatisch, oder? Oder wird sie dann irgendwann nochmal mit einem Ausrufezeichen versehen? Ich kann es mir nicht vorstellen. So, mit wem sprechen wir zuerst? Mit Laura oder mit Sarah? Beides sehr interessant. Ich gehe mal erstmal auf Laura zu, weil sie hier gerade sitzt. It's been quite some time since we were last here. Die haben im ersten Teil, das fällt mir jetzt gerade auf, auch ein sehr interessantes Gespräch hier am Tisch geführt, wo es darum ging, was so die Beweggründe der einzelnen Class 7 Members war, überhaupt erst Doris beizutreten. Und ich glaube, das war die Stelle, wo Laura so ein bisschen auf Rin eingeredet hat oder nicht so ganz mit seiner Antwort zufrieden war und wo die dann noch Diskussionen hatten, in Anführungsstrichen, auch am Folgetag noch. Ich meine, das war hier alles in der Bude. But no matter how long I'm away, I don't think I'll ever be able to divorce this place from my memories of our field study. You can say that again. Man, we had no idea what we were in for back then, did we? We've really grown a lot. That we have. And we owe our transformation to the experiences we've shared and the people who have supported us along the way. We should be careful not to forget the debt of gratitude we owe each and every one. Should I stay here and rest with Laura for a while? Ja, hol dir vorher noch einen Tee, Rin. Can I join you for a while, Laura? By all means. Perhaps you'd like to order something as well? Genau mein Gedanke. Laura, Brofist geht raus. Trotzdem hat er nichts zu trinken vor der Nase, hä? Guess I have some tea too. Achso, da kommt's. Excuse me. Alles klar. Hey there, what will you be having? Oh, I wasn't aware that you were taking the orders as well. Stimmt, normalerweise läuft auch Luise hier rum. Actually, our waitress seems to have disappeared. Oh, I sent her out to run some errands. We're still kinda packed though, so I'm on the floor for now. Really? That must be exhausting. Well, you get used to it after a while. Anyway, what can I get for you? Na, Rin, was nimmst du? Ein Drink vielleicht? Rin, shall we? You read my mind. We have a proposal for you. Was? Would you be willing to let us assist you until Louise returns? Was? Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Wo kommt das denn plötzlich her? You sure? I'd hate to make you work when you should be relaxing instead. Like you said, it does look like you're kind of swamped at the moment. This is a good opportunity for us to pay you back for your hospitality during our field study too. If anything, I'm the one who owes you for your help. But if you're willing to give it a shot, who am I to say no? Come around the back, I'll show you how to handle some of the more basic tasks. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie die beiden sich machen. After the crash course in food service, Rin and Laura began helping out at the inn. Rin was on duty at the counter while Laura, served as Louise's stand-in until she returned. Cool. Rin als Barkeeper, da versagt direkt meine Stimme. Well, color me surprised. Good going, guys. This will be a nice way to repay Margaret. And on that note, beer me, champ. Am I doing me a favor and not getting plastered while I'm on duty? I need a coffee and carbonara for table 3. Achso, das sagt Laura. Sorry, das hat gerade nicht gepasst. Coming right up. Oh, sie sogar stilecht mit Schürze. Wie cool. Wie cool, dass sie sich auch dafür nicht zu schade ist. Aber mich hätte trotzdem interessiert, worüber die beiden gesprochen hätten, wenn es jetzt nicht diese Zwischentask gegeben hätte, in Anführungsstrichen. Well, aren't you looking adorable? I must admit, this attire makes me feel rather self-conscious. I don't think I've ever seen you wear an apron before. You look cute though, it suits you. Hat Rin gerade
Hat Ring gerade zu Laura gesagt, dass sie cute aussieht? Also ich meine, er hat komplett recht, aber die Wortwahl überrascht mich ein bisschen. Da wird selbst sie rot. Oh please, there's no need for that. More importantly, we should probably get back to work. We did volunteer, didn't we? Got it. Sehr lustige Szene irgendwie. Geht's noch weiter? At some point while the two were working, a group of girls came rushing to the store to cheer Laura on after catching wind of her waitressing exploits. And while this made her feel much more self-conscious, she still kept working diligently, so rum. A rose tinge coloring her cheeks. Soon after Louisa had returned from her errands. Ja, die wird auch Augen machen, ne? Vielleicht will Laura ja hier langfristig weitermachen. Also jetzt wahrscheinlich nur gemacht, um hier zu unterstützen. That was actually kind of fun, despite how hectic it was. It was nice of her to give us dessert and tea afterwards too. Ja, für so ein Dessert würde ich das wahrscheinlich auch mal für eine Stunde machen. Indeed, it was a rewarding experience. Walking around in here brought back memories of our field study too. Like our minor dispute here. Do you remember? Ach cool, dass sie das gerade anspricht, weil just in dem Moment, als ich den Tisch sah, fiel mir das dann auch wieder ein. Yeah, I do. You asked, do you like the path of the sword? Ja, genau. I still think back to that question sometimes. I've also caught myself asking such things to myself since then. The path that our blades will lead us down is uncertain, but we should both endeavor to improve ourselves regardless. Yeah, agreed. Da sind sie sich jetzt Gott sei Dank einig, das ist schön. Irgendwas wollte ich gerade dazu noch sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ach so, ja, ich habe früher in meiner Oberschulzeit habe ich ja auch hier und da Minijobs gemacht, sage ich mal, um mir ein bisschen was nebenbei zu verdienen, weil ich immer relativ wenig Taschengeld bekommen habe. Und ich habe auch damals überlegt, ein bisschen Gastro zu machen, aber meine Motorik zum Tragen von Tabletts mit Getränken drauf und so ist einfach zu schlecht. Ja, also selbst mit einem offenen Kaffee übers Festivalgelände, das ist immer schon ein Drahtseilakt gewesen, das hatte ich ja vor nicht allzu langer Zeit, weil ich habe echt so Getränke gerade halten, ohne dass was überschwappt, das kann ich einfach nicht und deswegen ist es dann bei mir nur bei Kassierertätigkeiten und bei Zeitung austragen tatsächlich geblieben, aber naja, hat seinen Zweck trotzdem erfüllt. Hey, being a waitress was quite the experience. It stirred up a lot of memories for me too. We may have grown significantly since our first field study, but ample room remains to continue doing so. Hey, being a waitress was quite the experience. Ich sag mal so, wir sind alle froh, dass Luise wieder da ist, oder? Kommentiert sie das irgendwie? Seems like Sarah had a big part. Nein. Ich dachte, da käme jetzt was. Why she's drinking today? Okay, ey, vielleicht kommt ja jetzt eine Szene, wo Luisa auch mit involviert ist. Das wäre auch bestimmt auch lustig. Armored Divisions Captain. Nee, okay, ich dachte, die kommentieren diese Szene von gerade eben hier irgendwie. Aber dadurch, dass das nur optional war, wohl eher nicht. Kellic really knows how to brew a damn good beer. I should have known I'd find you here. Still, hard to argue she hasn't earned it, this time anyway. She seemed preoccupied the whole time we were at the Twin Dragons Bridge too. What's with that stare? Nothing much, just be careful you don't end up getting so smashed you end up getting left behind here, okay? Don't you worry, I'm an instructor, I'd never be caught that unawares, and besides, I have years of practice. Oh, maybe I should haul a few barrels of beer on board for when I need a little pick-me-up. Proposal denied, we're a student-run airship, you can't just haul whole kegs of booze on board. What a killjoy. Should I stay with her for a bit? I'm a little concerned about her. Oh, Junge, ich glaube, sie kann auf sich selber aufpassen. Also glaube ich wirklich. Auch wenn es natürlich nur lieb gemeint ist, aber trotzdem. Well, just in case, I think I'm gonna stay with you for a little while. I'm afraid to say I wouldn't put it past you to drink yourself under the table and somehow get left behind here. Oh, come on, you could at least rummage, noch nie gehört das Wort, up a little good faith in your instructor. Oh well, can't say I mind having some company. Margaret, a mug of your best lager. Lager? For my student, a tea would be fantastic, thanks. Oh Mann, ey. Ob die zwei es jemals schaffen, zusammen Bier zu trinken? In Teil 2 glaube ich nicht.
Yes, boy, that hit the spot. Beer me again, Margit. Already, aren't you chugging those down kinda fast? Sie wäre auf jeden Fall gut im Flunkyball spielen. Muss ich mal so anmerken. Hey, no problem. One quick snooze to counter the booze is all I need. Don't worry, Reed. Sarah's a relatively harmless drunk. She'll drink away, have some fun, pass out for a while, then wake up in tip-top shape. That's why most people tend to let her drink as she pleases. Siehste? I've never seen her cause that much trouble while drunk, actually. Siehste? Hehe, glad we're all on board with my drinking then. Hey, where's that refill? Sorry, but we're all out. Oh no. Uh-oh. Say it ain't so. It's hard to get a steady supply nowadays thanks to the sad state of the grand market. We went all out today as well, since it's a special occasion, but I'm afraid yours was the last one. You might be able to get your hands on some if you head over to the grand market though. Uh-huh. Oh baby, fortune's on my side after all. Hey Reen, I've got a little job for you. Join me in my quest to acquire booze. Allow me to respectfully decline. Oh, you're really gonna make a drunk carry stuff on her own? Pretty please, with a cherry on top. Keep our seats, Margaret. We'll be right back. Maybe I shouldn't have said anything. Oh well, buy a barrel or two and I'll pay you for it later. Ray, Roger. Wait, we're really doing this? Ich glaube, du hast keine Chance, Nein zu sagen. Despite Reen's objections, he was dragged to the grand market against his will. After finding and buying some barrels of Celtic special brew, the poor boy was then forced, asked politely, to carry them all the way back. Natürlich. Sehr polite hat sie bestimmt gefragt. Also sie ist ja manchmal auch höflich, wenn sie will. Are these filled with concrete or something? Oh, come on, man up already. We're gonna hurry so I can get back to drinking. Sorry, but I need a minute to catch my breath. Your love for alcohol never ceases to amaze. Master Kafai and Dad are the same way, but they're older. I don't think alcoholism is as common in people as young as you. Hey, you really know how to flatter a lady, mister. I'm kind of surprised I came to like it this much myself, actually. I'm only ever got this way because I was copying someone else at first. Wen denn? Oh, would you mind if I ask you who you were copying? A certain gentleman to whom I owe a fair amount. He's the type of person who would fit right in at an empty bar, swirling his bourbon oh so tenderly. I couldn't help but look up to that image, which is how it all started. Whoops, this probably isn't a conversation to be having with one of my students, huh? Just try and forget I said anything. It's nothing that important anyway. Well, it's not often I get to hear you talk about these things. Und genau deswegen will ich, dass sie mehr erzählt, weil wir über ihren Background halt immer noch verhältnismäßig wenig wissen. I have to ask though, is this where your fondness for classy gentlemen originated from? Hey, who knows? I'll let you figure that one out. More importantly though, get back to carrying. I can feel myself sobering up here. On it, fair madam. Bringt Reen etwa ab sofort ein bisschen mehr Verständnis für ihre Trinkerei mit? After carrying the barrels back, Reen was forced to bear witness to yet another intense drinking session. You bond with Sarah? Okay. Alles klar. Ja. Ich hoffe, dass sie wirklich irgendwann nochmal so einen richtigen Main-Story-Part bekommt, wo wir ganz, ganz viel über sie erfahren. Ähnlich so wie damals, als wir mit Crow gesprochen haben auf der Pentagrew, wo er so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Sowas wünsche ich mir auch einmal für Sarah. Oh, there's nothing quite like a nice cold beer after exercising. What I wouldn't give for a stock of this stuff on the courageous. You're not filling up our hold with kegs, that's final. And that's final. Come on, I was just joking, mostly. Nee, das war kein Joke. Wenn sie könnte, dann würde sie aber sowas von. Ice cold beer on board, okay. So, dann sind wir hier durch. Sehr interessante Leute und Momente.
Ich fand aber die Szene mit Laura irgendwie am coolsten, muss ich sagen. So, dann lass uns mal gucken, was die Karte sagt. Wir könnten jetzt mit Alisa sprechen. Wir könnten aber Alisa auch für den Schluss aufheben und erstmal nach Norden gehen. Boah, schwierig. Nee, aber dadurch, dass ich immer links laufe, wird Alisa jetzt die nächste sein. Ich will nur gucken, ob hier irgendwas passiert. No point in coming to the station if we can't use the trains. Okay. So, warte mal. Und hier im Haus links. Können wir eigentlich auch mal vorbeischauen. Er steht jetzt hier. Das hat er auch beim letzten Mal schon getan. Nach dem Event. So, ach so, aber hier im Haus... Ja, hier gibt es auch noch Bonding-Momente. Okay, nee, warte mal. Dann gehen wir erst zu Alisa. Dann halte ich jetzt auch an der Reihenfolge fest, die mir gerade vorschwebt. Hard not to get a little nostalgic being back here, isn't it? I'm thinking back on all those requests we did and the whole mess with the Grand Market last time we were here. I bet none of us ever thought things would get this cracky back... what the fuck? This crazy back then, sorry. Oh well, no sense taking a stroll down memory lane when I could actually walk around and look at things here. Should I ask if she wants some company? Jawohl, auf jeden Fall. Mind if I looked around with you? Go right ahead. Where should we start? Das entscheidest du. Bei diesen Bonding-Events konnte man ja nie, ich glaube bisher ausnahmslos nie in irgendeiner Form eingreifen, oder? Rin and Alisa decided that they'd go back to see the parts of town that had the biggest impact on them. Der Market auf jeden Fall, oder? Oh, da geht's jetzt bestimmt um die Zimmerbelegung, oder? It's kind of surreal thinking about how this is where it all started. Getting dragged out here and handed a bunch of requests from the town's folk sure was something. Das war eigentlich das erste Mal, dass wir wirklich so an die Quest-Abarbeitung rangingen, ne? Weil vorher gab's da, glaube ich, nichts. It certainly was an interesting experience, especially with Instructor Sarah's refusal to help us at all. Though it all makes sense now that we know she's a former bracer, and thanks to all those field studies, we learned how to think and operate independently. Yeah, normal students wouldn't have gotten the same opportunity to learn things that way. The fact that we've overcome so much since then just goes to show what an effective method it was, right? Effective is right, and we can keep applying what she taught us even now. Ja, das war klar, dass die hier auch hingehen. Kann man da hinten auf diesen Holzturm eigentlich hochklettern? Das sieht gerade voll so aus. Aber ich meine, das ging nie. Da ist eine Leiter. Cadix Grand Market sure brings back memories too. This is where things really kicked off for us. Definitely. First there was the dispute between those merchants, and then we got caught up in that case with those bandits. I don't think I've ever questioned so many people in my life. It was tough, but our teamwork helped us pull through in the end. If we had been short by even one person, I doubt things would have gone as well as they did. Especially if you hadn't been there. You played a huge part in the whole thing. Ich wette mit euch um 100 Euro, dass er das jetzt abstreiten wird. Way to inflate a guy's ego. Na? Ja, ich hätte verloren tatsächlich. Abgestritten hat es nämlich nicht. All that's left now is the highway. Granted, we can't really go too far out. How about we take a ride on your bike? Ooh, I want to see what's going on over near Trista too. Might as well. I'll head back to the Courageous then. We've even got the sidecar, so I grab that while I'm there. Oh, you don't need to go through all that hassle. I just ride on the back to keep things simple. Sure, we can do that. Machen die das jetzt wirklich? Kommt jetzt noch eine Szene? Ja, ach wie cool. Wir brauchen echt mal neue Farben für unser Bike. Ich kann dieses olle Lila kann ich nicht mehr sehen. Ich will eine schöne, saftige, knackige Farbe. Irgendwas anderes als die beiden Sachen, die wir gerade als Option haben. The road to Heimdall still seems really well protected. Perhaps more so now. Now that they've lost the Twin Dragons Bridge, this area is probably more vital to the Alliance than ever. Das heißt, da kommen wir dann jetzt vielleicht durch oder weiter oder irgendwas passiert da jetzt? Yeah, it still doesn't look like we're getting back to Trista anytime soon. Don't worry, our day will come. It might not have been our intention, but we played a part in liberating Celtic.
And we'll try and liberate Trista and the Academy the same way. I guess. That's right, we've got to think positive. We need to keep moving forward and believe that our path will take us there eventually. Wird schon. Irgendwann. Vielleicht wird Teil 2, aber sagt mir das bitte nicht, aber vielleicht wird Teil 2 ja auch wieder als großes Finale Trista dann am Ende haben, ne? Weil irgendwie alles darauf abzielt, da irgendwie mal wieder zurückzukehren. They return to Celtic, taking extra care not to be noticed by the Noble Alliance forces along the way. Your bond with Elisa strengthened. Juhu. Sehr schön. Danke, war schön irgendwie. Ich mag die Szenen mit ihr. I think I'm more ready than ever to take back doors now. We can do this, Reen, no matter what it takes. In the end, we get our home back. I know we will. Da ist gerade mein Handy angegangen, was scheinbar nicht lautlos ist. Moment. So, gleich mal eine kleine Kaffeepause draus gemacht. So, sie wiederholt sich. 6 Pünktchen haben wir noch, alles klar. So, dann würde ich jetzt hier mal alles abklappern, was sich hier in dem Haus bewegt, unter anderem Elfin. Wobei bewegen war gerade das falsche Wort, denn die sitzen einfach nur und bewegen sich eben nicht. Hat sie sich umgezogen? Sie hatte doch vorher was anderes an, als wir sie zuletzt gesehen haben. Sie hat, ich glaube, war das nicht das, was sie an der Mädelsakademie getragen hat, wo sie immer mit Elisa auch zu sehen war, manchmal in ihrer Schülerrolle, wenn sie die da überhaupt mal eingenommen hat? Das weiß ich gerade nicht mehr. Keine Ahnung. If it isn't your hard workers from Doors, I hear you were quite busy today. But I must say I nearly had a heart attack when I heard you would be taking on those soldiers. I hope none of you got hurt. We're all fine. It's good to see that you're looking well too. We heard that the provincial army retreated without much issue. Indeed, they left in a flurried panic, but no harm came to the townsfolk during that. I really can't thank you all enough for what you've done for this town. It never would have been possible without all the support we received. And yet this peace wouldn't have been possible in the first place without you. The townsfolk are ecstatic about all this. Please make yourselves at home here during your stay. It's the least we can do to show our gratitude. Thank you, sir. We'll do just that. Ja, sind wir eigentlich schon gerade dabei, ne? Allow me to thank you all once more. Granted, not everything's been resolved. There's a number of issues we still have to iron out with the other parties. There is no need to concern yourselves with that, however. We'd like you to take this opportunity to relax while you can. Ja, wird schon. Also wir relaxen nach und nach mit unseren Freunden und Elfin ist definitiv die nächste. Ich bin gespannt. Vielleicht ist ihr Outfit ja jetzt auch Thema. Ah, guck mal, er spricht's nochmal an. Mit der School-Uniform lag ich also richtig. Oh, you're in school-uniform. What's the occasion? I wanted to come along to give my regards to the market manager, so I'm using this as my secret disguise. Putting this on reminds me of back when we first met at St. Estrella. Same here, it really suits you. Though, just seeing it, I can't help but wonder if Elisa's alright. I have a question, Reen. Oh, what's on your mind? Hau raus. On second thought, never mind. Ah, also irgendwas Prekäres wahrscheinlich. Should I ask her what's up? Ja, bitte. Jetzt wollen wir es alle wissen. If there's something on your mind, you can tell me, Your Highness. It's okay. I'll do whatever I can to help. Really? Well, to tell you the truth, I've never had the chance to really get a good up-close look at Celtic's Grand Market. I thought I'd take this chance to do it, but... Is that what it is? She's in a school uniform, so I guess she could get away with it. No problem, I'd be glad to guide you around then. You would? Und sie hat jetzt da so eine gewisse Scheu davor, weil sie zu... wichtig ist, in Anführungsstrichen, in ihrem Rang? Oder warum traut sie sich da nicht alleine hin? Oh, well, far be it from me to decline such a gentlemanly offer. Das hätte aber auch wahrscheinlich jeder andere aus der Gruppe getan. Aber bei Reen fühlt sie sich wahrscheinlich am sichersten. Once she had finished her business, Reen and Princess Elfin made their way to the Grand Market together. Da sind wir wieder. Da ist auch wieder ihre Dudelmusik. So this is the fabled Grand Market. It's so lively. I imagine it must have been livelier before the war, but it's still rather impressive if I do say so myself. I think that's all because of the merchants here. They worked really hard to keep things going.
I can certainly believe that. Merchants are known for being nothing if not passionate. Oh my, there's a delightful smell coming from that store. Let's go take a look. Looks like she's having fun. Don't think she's had many chances to relax in a while, so I have to make sure she gets the most out of her time here. Das ist sehr gütig von dir. Everything here is so delicious. I even had the pleasure of seeing the excellent workmanship of Berea Hart's craftsmen. It's just a shame I couldn't try out the much renowned Celtic beer too. You've got a couple of years to go before you start thinking about that. Und dann gibt es eine besagte Instructor Sarah, die dir da sicherlich gerne zur Hand gehen wird. I was joking, of course. Ach so. I did notice a lack of merchandise from Western Erebonia, however. I suppose that's to be expected with the rail restrictions. Still, it's a bit of a shame. Yeah, it will probably stay that way until the war comes to an end too. I'm actually surprised you noticed. Well, I am a member of the Imperial family. Oh, Rain, let's check over there too. Was gibt's denn da? When is this damn war gonna end? Wer sagt das? Sure, the provincial army's gone, but we're gonna be struggling to make ends meet so long as this fighting continues. You're gonna wonder what the Imperial family's doing at a time like this. I haven't even heard one word about Prince Cedric, Celtic und Cedric, so rum. Let alone Prince Oliver, ever since this all started. Oh, da wird sich jetzt Alphen gleich einmischen, das lässt sie, glaube ich, nicht so im Raum. Oh. What has it that His Majesty safely tucked away in Heimdall at least? Don't the nobles have control over Heimdall though? So much for royalty, I guess. Doesn't mean much if you can't have any influence on a situation like this. Sorry, Your Highness. Ja, es ist ja wahrscheinlich einfach nur unangenehm, deswegen hält sie sich zurück. Whoa there, you might want to take those words back. Apparently Princess Elphin's behind the Crimson Wings that chased the provincial army from the Twin Dragons Bridge. For real? The Imperial family is probably doing what they can. Just because you don't hear about it doesn't mean it isn't happening. That's why we've got to believe in them and make sure the Grand Market's ready for when everything's back to normal. Ich feiere Marco gerade extrem, weil es ist immer so einfach, sich Leuten einfach blind anzuschließen, dadurch so ein Gemeinschaftsgefühl zu kreieren und völlig unreflektiert gemeinschaftlich gegen irgendwas zu wettern. Und Marco ist da scheinbar anders und das finde ich gut. Well, I'm fine so long as the war ends, really. Right, I gotta head back. Catch you later. Coolio. Mischt sich Elfen hier nochmal ein? Nö, sie beobachtet nur. Are you alright, Your Highness? Yes, thank you. It's no surprise that there are people who aren't happy with us right now. The fact that our efforts at the Twin Dragons Bridge alone were recognized is more than enough for me. That's very kind of you to say. I'm certain that what we're doing right now isn't in vain. That's right, that's why we need to keep doing what we can. I don't want to let Father or Cedric down. And Oliver is expecting so much from us that I'd hate to disappoint him. Exactly. Just don't forget that you're not alone in this. Thank you. Irgendwie steht ihr die Klamotte wirklich. Wenn ich ihr das irgendwann nochmal anziehen kann, dann wird das ihr Standard-Outfit werden, solange sie bei uns im Team ist. Hey, aren't you one of those kids from that military academy? Holy cow, are you Princess Elphin? Guck mal, Elphin, jetzt kannst du mal Danke sagen. Oh crap, this isn't good. Ich glaube, das ist schon okay, wenn sie sich hier einzelnen Leuten gegenüber öffnet, oder? While it's flattering that you'd mistake me for Her Majesty, I'm afraid you have the wrong person. Oh nein, sie wird das wieder ausnutzen, um sich an Reen ranzuschmeißen, alles klar. Is that so, Reen? Isn't that so, Reen? That's right, she is actually my little sister, you see. Oh, man das so machen kann, sollte. Oh, didn't know you had one. Gotta say, you don't really look all that alike. Was ist denn, wenn Elise hier wirklich irgendwann mal auftaucht, die ja komplett anders aussieht? Dann fällt das doch auf. Well, we aren't related by blood. Of course, there are some benefits to that. We can get married for one. You what? Your Highness? But, oh, he's just so frigid.
Did you know he only visits me at school once in a blue moon? Have you ever known a brother this cruel? Ja, da muss ich auch lachen, Marco. Ich bin komplett bei dir. I guess it's good that you get along so well. Yeah, we sure do. Mhm. Sehr authentisch. Nicht? Phew, looks like we managed to avoid outing you there. You definitely overdid it, though. Alles wie immer. Oh, not at all. I was simply speaking from the heart, Elise's heart. Do try to visit her more often once this is all over. I do what I can. Das weiß ich nicht, ob ich ihm das glaube, aber ich denke mal schon. With the trip to the market over, mildly, sag mal mild oder mild, keine Ahnung. Flustered Reen escorted Princess Elfin back to the Courageous. Yay! Also wenn hier diese Bonding-Werte immer weiter gepusht werden können, dann wird sie ja irgendwann mit großer Wahrscheinlichkeit langfristig auch ins Team kommen. Bitte nicht bestätigen oder widerlegen, wie so oft. Ich muss es halt immer wieder betonen, weil man missversteht das immer relativ fix als Einladung zu antworten, sage ich mal. So, bevor ich es aber vergesse, ich bin hier in dem Gebäude noch gar nicht fertig gewesen. Denn nach oben bin ich nicht gelaufen. Erfin sitzt ja auf jeden Fall nicht mehr. Dann lass uns mal oben nochmal schauen. Nicht, dass ich hier jemanden übersehen habe. Ja, Leute befinden sich hier schon mal. Hallo Lenz. Na? Oh man, they just decided to leave me in charge of preparing important documents out of nowhere. Right, calm down. First priority is making sure I've got everything together before the market manager heads out. These negotiations will have a huge impact on Celtic, so I need to be on the ball here. Na dann. If I can successfully handle this, I'll be one step closer to becoming a proper merchant. Let's do this. Ist vielleicht auch eine gute Bewährungsprobe, um dem Ziel näher zu kommen. Wird vielleicht auch einen Grund haben, dass sie ausgerechnet dich ausgewählt haben. Hallo Perm. Celtic's now effectively removed from Duke Albarea's rule. Considering he was the one who collected taxes and enforced the law, all of that is up in the air now. We'll need to decide how to handle those things for ourselves, or there will be problems down the line. The most pressing problem is how the railway will operate from here on out. Otto plans on holding negotiations regarding that. I still need to get everything ready for him, actually. The Noble Alliance holds both Heimdall and Berea Hut under its control. It's still uncertain whether or not we'll be able to get the trains up and running like they used to. We'll do everything we can, though, for the sake of the town and its people. Ja, aber ich meine, was willst du? Eine Stadt, die vom Handel lebt, aber abgeschnitten ist von der Außenwelt, das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Aber es bietet natürlich auch eine Chance, die Händler hier langfristig und vielleicht auch kurzfristig von der Steuerlast zu entlasten, unter der sie zuletzt hier immer geächtzt haben. Ne? Das war ja das große Problem unter Duke Albarea. Und wenn es den nicht mehr gibt, dann wird das Geschäft hier vielleicht auch wieder ein bisschen profitabler sein für die hiesigen Händler. Oh, Justus, der auf der Bank sitzt. Und da hinten steht Emma. Okay, sehr interessant. Es gibt Trades, of course, die hat halt keine uninteressanten Charaktere, ne? Muss man einfach so sagen. Deswegen ist das bei jedem jedes Mal cool. With the provincial army routed, peace has finally returned to this town. It may only be temporary, but for now, that's something worthy of celebration. Was? Du willst Party machen? Justus wird so Party-Maus. Lass mal machen. Ich bin dabei. Aber trinken tu ich nicht, ne? Da muss ich an andere Damen wenden aus unserer Gruppe. He looks incredibly uncomfortable to be here. Not that I can blame him. Ja. Hey, Justus, what do you say we walk around the market for a bit? Should be pretty fun, since they're finally getting it back together. What brought this on? Who cares? Come on, let's go. Dem Elan eines Reen Schwarzer kann sich auch ein Albarea nicht entziehen. With that, Reen dragged a reluctant Justus to the Grand Market. This is the first time I've been to Celtic's Grand Market. Huh, really? That's a surprise. Ach, der war bei uns damals gar nicht bei der Field Study dabei, ne? Der Song im Hintergrund, den feiere ich so. Den hört man auch gar nicht so oft, glaube ich, aber der ist nicht neu. Though I guess you never had the chance to come here during any of our field studies.
While it may be part of the Kreuzen province, I rarely visited Celtic itself. In fact, I hardly left the Berea Hut area before entering Doris. Well, that's all the more reason to make the most of our time here, right? Kind of a shame it's not nearly as bustling as it was the last time you were here. Maybe I should head back to the Courageous after... Alright, lads, how's it keeping? Oh, it's Becky's dad. How are you, sir? Haha, it's been a while. I heard you lot did some real work at the Twin Dragons Bridge. We actually got some nice fresh apples in this morning, so here, fancy a wee try? No worries either, it's on me. Think of it as celebrating Celtic's freedom. Well, if you're offering, thanks. Müssen die jetzt überhaupt Steuern zahlen, wenn das hier keiner eintreibt? Ist das nicht jetzt schon übelst rentabel, was sie hier an Geschäften machen? How exactly does one eat this? Oh, Justus, du hast noch nie einen Apfel gegessen? Oh shit, die bekommen das wahrscheinlich im Haus Aberrea immer alles vorgeschnibbelt und können sich dann häppchenweise was abnehmen. Oh Mann, ich glaube, dem Justus muss man auch erklären, wie man ein Ei kocht oder eine Banane öffnet oder so. Oh je. Just take a bite into it. This is fresh too, so it will taste better than the store-bought kind. Ich finde das ja irgendwie ein bisschen niedlich. Der muss ja das ganze Leben nochmal neu kennenlernen. You were right. The juiciness enhances its flavor as well. Haha, good to hear, good to hear. And just to be sure, you're Duke Aberea's son, right? Oh, das muss ihm jetzt bestimmt unangenehm sein. You knew? No need to panic, Wayman. I've just heard rumors about you and your bro is all. They say the youngest brother's a bit unfriendly, but always kind to weak kids and the like. Then there's the eldest brother who's so skilled he's one of the reasons the Noble Alliance's been doing so well in the war. That's certainly true. Well, I cannot deny that most of us at the Grand Market aren't exactly fond of Duke Aberea, but at the same time, I'm nearly silly enough to hold some grudge against you just cause you're his son. Pretty sure the same applies to everyone else too. Ja, den einen oder anderen wird es bestimmt geben, der ihn irgendwie kritisch beäugt, aber sehr cool, wenn es der Großteil nicht wäre. It's a relief to hear you say that, thank you so much. Haha, no bother, I hate to see him not have a good time here is all. Ja, der wittert wahrscheinlich das große Geschäft, wenn er auf Aberea guckt. Nein, ich will ihm nichts unterstellen. I certainly wasn't expecting that. After everything that's happened here because of my father's influence, I had thought to hang my head low, but who would have thought I'd be accepted so readily? Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen am Zeitpunkt, wo sie jetzt hier eingetroffen sind. Ich glaube, hätte er sich damals geoutet, in Anführungsstrichen, wären die Leute viel krampfhafter mit ihm umgegangen. It's not all that complicated, you know. In the end, your only tie to the Duke is through your blood, right? So just be yourself, Eustace. Be proud of who you are, like you usually are. I really haven't been myself recently, have I? Not if you're giving me pep talks like these. You're right, Reen. I should take this time to prepare for future outings rather than waste it worrying over nothing. Good to hear. Sehr schön. Ah, die Szene fand ich irgendwie auch niedlich. Ey, jetzt gerade würde es mich echt todtraurig machen, wenn ich nicht alle Bonding Points hätte. Mir tut das echt leid für diejenigen, die das Spiel spielen mussten und Entscheidungen treffen mussten, weil man verpasst ja halt so viel, ne? Und ich habe im ersten Teil auch eine Menge verpasst, weil da habe ich ja nur mit den begrenzten Bonding Points meine Gespräche geführt. Wobei ich hatte ja 2 Spieldurchgänge, also ich konnte das, was jeweils gefehlt hat, im einen Durchgang dann im anderen nachholen. With all the provincial army has done, I wouldn't blame the people of Celtic for hating me. What a surprise to see that such is not the case. I wish I could show this to my father and my brother. Ich glaube, dein Bruder wäre davon beeindruckt. Ich glaube, deinem Vater wäre das relativ egal. Aber nur eine Vermutung. So, okay. Dann sind wir mit ihm auf jeden Fall fertig. Die liebe Emma. Die scheint auch sehr nachdenklich zu sein, wenn sie da so steht und rausblickt. Celine ist nicht bei ihr, die hatten wir im Weathercock angetroffen. Planning on hitting the town, Emma?
Oh, hello, Rain. Something like that. I was going to take a little walk over to Lunaria Nature Park. Ich mag diesen Ort irgendwie. Oh, this wouldn't have anything to do with Celine and I sensing the higher elements last time we were there, would it? Yes, actually, she told me all about it. I thought it might be a good idea for me to go take a look for myself. It shouldn't be too much trouble for me. The monsters around there aren't especially challenging. It might be a good idea for me to take along with her anyway. Ja, klar. I'm more than confident you'll be able to take care of yourself, but would you be opposed to some company? I'd like to see how the park is doing now myself. By all means, I'd be happy to have your company. Well, then, shall we? Ja, gönnt euch, aber passt auf, dass ihr nicht erwischt werdet. Also von Gegnern meine ich. Together, Rin and Emma stepped out onto the highway and walked to the park. Es sei denn, es ist abgeschlossen. Something certainly is out of balance here, and I can sense the presence of the higher elements as well. Fortunately, the effect seems to be limited to within the park itself. You don't think that there could be a cryptid here like Lohengrin Castle, do you? Well, I don't sense one now. The higher elements are only present in the park itself, so... Ich liebe auch diesen Song so sehr. Ich habe die Musik so vermisst. I think they're here as a result of the chaos in Erebonia, particularly because this area is close to a spirit vein. But I can't offer any guarantees that the surrounding area won't be affected in the future, though. Emma? I'm sorry. I was wondering if I might be able to calm things down a little. I think I'll try at least. Please step away. Okay. Oh, Spirit Vein, calm the chaos of this land by the guidance of my mana. Ich habe zuerst auf meine Mama gelesen, aber das würde wenig Sinn ergeben, vermutlich. Und nun? Wirkt das jetzt den Higher Elements entgegen, oder wie? Oder spottet sie damit einfach nur die Vein, über die sie gerade gesprochen haben? Any luck? No, unfortunately not. As I feared, my power simply isn't enough to quell a disturbance of this magnitude, and Celine's assistance wouldn't help me do any better. Oh well, at least you tried. Man kann nicht immer erfolgreich sein. Is something wrong? I was just thinking, I bet Vita would be able to do it. With the amount of power she has, she'd be able to handle something like this without even trying. Oh, right. I've always been following behind her, desperately trying to catch up. I've always admired the incredible talent she has as a witch. No, admiration isn't quite it. The truth is, I've always had an inferiority complex when it comes to her. I'm always comparing myself to her, always reminded of how lacking I am in comparison. Okay, das sind aber tiefe Einblicke, die sie uns da gewährt. Das finde ich auch sehr interessant. Hat sie uns zumindest noch nie gesagt. I'm sorry, you've ended up with a weak witch like me instead of a competent one like her. Oh, come on, Emma. If only I was stronger. As I am, there's no way that I'll ever be able to catch up to her. You keep saying always, Emma. No one's born with the ability to do everything perfectly from the start. Just like with my swordsmanship, there's always going to be someone who has more experience. Genau. Und wer sagt denn, dass sie nicht vielleicht irgendwann den Punkt erreicht? Vita, Entschuldigung, wird das vielleicht auch nicht in die Wiege gelegt bekommen haben. Sie musste doch bestimmt auch dafür üben, um so gut zu werden. So rather than beat yourself up for not matching up, you should take it one step at a time instead. Aber Rin hatte genau die gleichen Komplexe auch schon mal, als es um Crow ging. Also eigentlich müsste er ja ganz gut wissen, wie sie sich gerade fühlt. One step at a time? Yeah, and we'll all be there doing the same thing with you. And gradually, bit by bit, we'll all become more experienced and skilled at what we do. It's not something you can do overnight, but one day you'll be able to catch up with her. I suppose you're right. All we can do for now is focus on the tasks at hand and hope that will get us closer. I think I was just feeling a little impatient and frustrated, don't mind me. I don't mind at all, really. We all get that way sometimes.
Anyway, we've come all the way to the park. Want to walk around and relax some? That sounds lovely. Sehr schön. Ach, die beiden sind auch cute miteinander. Ich mag die Emma voll gerne hier in Teil 2. Ich mochte sie auch in Teil 1, aber hier wird das irgendwie immer cooler mit ihr. Rena and Emma then enjoyed some quality time, relaxing and admiring the area around Lunaria Nature Park before eventually returning to Celtic. Sehr schön. Ja, also Emma, mehr von solchen Momenten, wo du ein bisschen dir das Herz aus der Seele sprichst quasi. Das hat mir im ersten Teil nämlich ein bisschen gefehlt. Da war sie immer sehr kryptisch unterwegs. Thank you for the encouraging words, Reen. I think you're right too. All we can do is take things step by step and hope that doing so eventually leads us to our goal. The more impatient I get, the harder it will be for me to keep advancing. So ist das. Ich glaube, sie hat genau das richtige Resultat aus unseren Worten gezogen. Ich gehe jetzt hier mal hin, würde aber gerne noch nicht die Sidequest starten. Das kommt erst, nachdem alle Bonding Points aufgebraucht sind. Ach, hier steht der kleine Tran, den wir zuletzt in der Church beim Unterricht gesehen haben. I thought Becky cheered up, but she's been thinking about stuff lots these days. She shut herself in her room earlier and hasn't come out since. Weird. What's she even doing? Das weiß ich nicht, aber das wird sie uns sicherlich sagen, wenn wir mit ihr reden. Wobei das eher ein Thema für die nächste Folge werden wird. Hi, Jenna. Oder Jenna. My husband's been acting very strangely lately. He's been putting most of his profits aside for something. He's been ordering new goods with loaned money too. I just can't fathom why he'd do something like this, especially with times as hard as they are. I hope he doesn't think I haven't noticed what he's doing. I'm the one managing his finances and he knows it. I just wish I knew what he was thinking. It's so unlike him to take on debt at a time like this. Vielleicht solltest du ihn damit mal offen konfrontieren. Oder sie hat es schon getan und war mit seiner Antwort einfach nicht zufrieden. Keine Ahnung. Aber da scheint irgendwas im Busch zu sein und ich verstehe ihre Gedanken dazu. So, hier waren wir ganz am Anfang schon mal. Kann ich am Brunnen irgendwas machen? Nee, der ist geschlossen. So, Gaius, mein Freund. Mit dir spreche ich erst beim nächsten Mal. Wie viele Bonding Points habe ich noch? 3. Wer fehlt denn jetzt noch? Das werden wir dann wahrscheinlich heute gleich noch sehen. Ach, mit dir kann ich auch... Warte mal. Was hast denn du nochmal angeboten? Gar nicht mehr auf dem Schirm. So, hier bin ich auf jeden Fall gut ausgestattet mit... Items 30 war ja die Grenze. Very healthy, 100% vegetable juice. That's intensely bitter. Cute poison. Ich glaube, ich nehme mir das mal mit. Ey, ganz selten hast du ja wirklich die Situation, wo dir nur noch wenige CP fehlen, um irgendwie ein taktisches Manöver zu realisieren, sage ich mal. Haben oder nicht haben. Ach, talken wollte ich noch. Phew, it's been a while since I did business at the Grand Market, huh, mate? Times like this make me want to brew up a nice cappuccino, sit back and relax. Speaking of, I can teach you the tricks to making a mean cappuccino if you'd like. Geil! Das ist mal eine nice Überraschung. Endlich mal wieder ein neues Rezept. Ich freue mich. I tried doing some business over at the Twin Dragons Bridge Inn, but that didn't pan out too well in the end. Mainly because doing so relied on the Transcontinental Railroad being restored, which won't be happening anytime soon. Guess it worked out in the end though, since I caught wind of some sort of military scuffle taking place there. I'm a bit disappointed things didn't work out, but I should consider myself lucky that I left before that mess went down. Immer das Positive sehen. My biggest concern right now is the fact that I can't get my hands on Eastern spices anymore. I might have to consult with Otto on what to sell in their place. Mach das mal, wenn die Zeit reif ist. Ich bin gerade nur traurig, dass ich jetzt gar nicht mein Kochen hier praktizieren kann. Also Kochen bei Cappuccino in Anführungsstrichen. Weil ich erstmal auf die Courageous müsste, um das möglichst effizient zu machen. Aber kommt Zeit, kommt Rat. So, die Shops haben auf jeden Fall... Achso, der ist ja auch als Shop gekennzeichnet. Okay, das hätte man also auch vorher schon sehen können. Hallo Anita.
The star really is a mystery to me. But today's the day. It's time to figure out whether the stuff here is worth buying or not. Let's see. A knife designed for mincing and an orbital corkscrew. I can't tell if I'd be getting my money's worth with these. It's hard to tell whether or not I'd be getting my money's worth for the stuff here. Now my sense of value is all muddled up again. Oh mein Gott, nicht weinen. Ich würde dir gerne helfen, aber ich weiß auch nicht. Ist auch nicht so unser Expertisenbereich hier. Hi, Cornet. Hi there, take a look at this razor that's been fitted with an alarm clock. You'll be waking up and looking sharp with this. So, the Imperial Army is here to replace those Provincial Army troublemakers, huh? They don't seem like a rowdy bunch, which is fortunate. Maybe now I'll finally get some business done. Doesn't seem like the Imperial Army troops will be giving me any hassle, which is a relief. We've even got youngsters like you visiting, so this might be a prime time to get some business done. Ja, ich weiß aber noch nicht, ob du uns was verkaufen kannst. Wir werden sehen. Ich kenne ja noch nicht mal dein Angebot, aber... eine neue Gambler-Jack. Guck mal hier. Part 10 of a popular novel published in Liberal. Die betonen das doch immer so anders. Müsste ich doch inzwischen alles wissen. So, hier ist aber ansonsten, glaube ich, nichts ultra Spannendes. Prismatic Cape haben wir, das ist auch zweimal schon equipped. Das hier habe ich noch nicht, aber ich würde sagen, kann auch nicht mithalten mit den anderen Sachen. Wieder Adventuring Buddy, let this friendly bear come along. Friendly Bunny. Cute ears you can wear to embody feline grace or laziness. Nee, ich brauche mein Geld. Wenn Geld hier nicht so Mangelware wäre in den Trades-Spielen, dann könnte man sich hier mal was gönnen. Aber da bin ich jetzt gerade zu rational. Cute ears you can wear to embody feline grace. Achso, das ist beides genau der gleiche Text. Okay. So, nee, dann lassen wir das jetzt erstmal hier. Und dann werde ich mir beim nächsten Mal die anderen Shops angucken. Hier auf der linken Seite. Wobei, warte mal. Ja, rechts gibt es keine Shops. Da werden wir die restlichen Bonding Points investieren, mit den NPCs da hinten sprechen, die Sidequest machen und dann auf das rote Ausrufezeichen hinlaufen. Ich denke, das könnte beim nächsten Mal alles klappen. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!